Vorstellungsgespräch. Guten Tag, schön, dass Sie heute hier sind. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Bitte setzen Sie sich. Danke, ich freue mich auf das Gespräch. Erzählen Sie mir bitte etwas über sich. Ich habe im Büro gearbeitet und Kunden betreut. Was waren Ihre wichtigsten Aufgaben dort? Ich habe E-Mails geschrieben und Anrufe beantwortet. Warum möchten Sie den Job wechseln? Ich möchte mehr lernen und mich weiterentwickeln. Warum haben Sie sich bei uns beworben? Ich finde Ihr Unternehmen sehr interessant. Was erwarten Sie von dieser Stelle? Ich wünsche mir ein gutes Team und klare Aufgaben. Arbeiten Sie gerne im Team? Ja, ich arbeite sehr gerne mit anderen zusammen. Wie gehen Sie mit Stress um? Ich bleibe ruhig und suche eine Lösung. Das ist wichtig in unserem Alltag. Ja, das habe ich in meinem letzten Job gelernt. Wir bieten auch Weiterbildungen an. Das ist super. Ich lerne sehr gerne. Haben Sie noch Fragen? Ja, wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Sie arbeiten viel im Team und sprechen mit Kunden. Das klingt sehr gut für mich. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ein Treffen mit dem Kollegen. Hallo, Sie müssen meine neue Kollegin sein. Ja, genau. Heute ist mein allererster Tag. Willkommen im Team, ich zeige Ihnen alles Wichtige. Vielen Dank, ich bin ehrlich gesagt noch ein wenig nervös. Das ist ganz normal am ersten Tag. Es ist alles neu für mich. Hier ist unser Hauptbereich, wir nennen es das Büro. Ah, hier arbeiten also alle zusammen? Genau, hier sitzen die meisten Kollegen und arbeiten an Projekten. Es sieht ruhig und sehr organisiert aus. Ja, wir arbeiten konzentriert, aber wir helfen uns auch gegenseitig. Das klingt gut. Dort drüben ist die Küche. Ah, perfekt für eine kleine Pause. Genau, dort können Sie Kaffee oder Tee machen. Sehr gut. Ich trinke jeden Morgen Kaffee. Dann werden Sie die Küche oft benutzen. Das glaube ich auch. Hier ist Ihr Schreibtisch, direkt neben dem IT-Team. Das ist ein guter Platz. So können Sie schnell Fragen stellen. Das hilft mir sehr am Anfang. Für heute starten Sie ganz einfach. Was soll ich zuerst machen? Lesen Sie unseren Leitfaden und richten Sie Ihren Computer ein. Alles klar, das mache ich. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach zu mir. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Beförderung. Hallo, haben Sie vielleicht eine Minute Zeit für mich? Ja, kommen Sie bitte herein. Danke. Ich möchte über meine Arbeit im IT-Team sprechen. Gerne. Worüber möchten Sie genau reden? Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren hier im Unternehmen. Ja, und Sie haben in dieser Zeit wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Vielen Dank, das freut mich sehr zu hören. Sie sind auch ein wichtiger Teil vom Team geworden. Genau deshalb wollte ich dieses Gespräch führen. Okay, ich höre Ihnen zu. Ich habe das Gefühl, dass ich bereit bin für mehr Verantwortung. Was meinen Sie genau mit mehr Verantwortung? Ich würde gerne kleine Projekte leiten und Entscheidungen treffen. Das ist ein großer Schritt. Ja, aber ich bin motiviert und möchte mich weiterentwickeln. Haben Sie schon Erfahrung mit Projektarbeit? Ja, ich habe schon intern bei einigen Projekten mitgearbeitet. Das stimmt, daran erinnere ich mich. Ich möchte gerne den nächsten Schritt machen. Bitten Sie mich gerade um eine Beförderung? Ja, genau das möchte ich gerne. Ich finde es gut, dass Sie offen darüber sprechen. Mir ist meine Entwicklung hier sehr wichtig. Ich brauche etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Das verstehe ich natürlich vollkommen. Ich werde mir Ihre Arbeit noch einmal genau ansehen. Vielen Dank, das bedeutet mir viel. Wir sprechen nächste Woche noch einmal darüber.
Das klingt gut. Danke für Ihre Zeit. Probleme bei der Arbeit. Hallo, können wir kurz über das Projekt sprechen? Natürlich, was genau ist das Problem? Ich glaube nicht, dass ich bis Freitag fertig werde. Das ist wirklich schon sehr bald. Ja, und die Aufgabe ist größer, als wir am Anfang gedacht haben. Woran liegt es genau? Es gibt mehr Details und ich brauche mehr Zeit. Verstehe, das passiert manchmal bei Projekten. Ich wollte Sie früh informieren. Das ist gut. Kommunikation ist sehr wichtig. Ich möchte trotzdem eine gute Lösung finden. Dann lass uns gemeinsam darüber nachdenken. Vielleicht können wir die Frist etwas verschieben. Das ist eine Möglichkeit. So kann ich die Arbeit besser und sauber machen. Welches neue Datum schlägst du vor? Ich kann bis nächsten Mittwoch fertig sein. Das klingt realistischer. Dann habe ich genug Zeit für alle Aufgaben. Gut, dann machen wir einen neuen Plan. Ja, das hilft mir sehr. Wir müssen auch das Team informieren. Das kann ich gerne übernehmen. Sehr gut, das zeigt Verantwortung. Ich möchte, dass das Projekt erfolgreich ist. Das sehe ich und das ist wichtig. Danke für Ihr Verständnis. Kein Problem, wir finden gemeinsam Lösungen. Ich bin absolut bereit dafür. Von zu Hause arbeiten. Hallo, können wir kurz miteinander reden? Ja, worum geht es genau? Ich möchte dich nach der Möglichkeit fragen, von zu Hause zu arbeiten. Das Thema Heimarbeit ist im Moment sehr aktuell. Ja, ich habe darüber nachgedacht und glaube, dass es gut für mich wäre. Warum möchtest du das gerne machen? Zu Hause ist es ruhiger und ich kann mich besser konzentrieren. Verstehe. Weniger Lärm kann wirklich helfen. Genau, im Büro werde ich manchmal schnell abgelenkt. Das kenne ich auch. Zu Hause kann ich meine Aufgaben oft schneller erledigen. Es gibt aber auch Nachteile. Welche meinst du? Zum Beispiel kann die Kommunikation langsamer sein. Das stimmt, aber ich habe dafür eine Idee. Okay, ich höre zu. Ich kann jeden Tag kurze Berichte schreiben und schicken. Das wäre eine gute Lösung. So bleibt das Team immer informiert. Und du bist trotzdem erreichbar? Ja, ich bin jederzeit online und erreichbar. Das ist wichtig für die Zusammenarbeit. Mir ist das Team sehr wichtig. Dann könnten wir einen Test machen. Das klingt gut. Wie wäre ein Probemonat? Ja, vielleicht mit 3 Tagen pro Woche zu Hause. Das ist ein guter Anfang. So können wir sehen, ob es funktioniert. Genau. Und danach entscheiden wir gemeinsam. Ich werde zu Hause wirklich sehr konzentriert arbeiten. Gut, dann probieren wir das aus. Ein Problem lösen. Wir müssen dringend über den aktuellen Bericht sprechen. Ja, ich glaube, du hast meinen Teil ohne Absprache geändert. Das stimmt, ich habe etwas geändert, weil die Daten alt waren. Ich verstehe den Grund, aber ich war überrascht. Das kann ich nachvollziehen. Mir ist wichtig, dass wir vorher miteinander sprechen. Ja, du hast recht, das hätte ich machen sollen. Ich bin nicht wütend, aber ich war unsicher. Ich wollte dich nicht verärgern oder verletzen. Das weiß ich, aber Kommunikation ist wichtig. Absolut, wir müssen besser zusammenarbeiten. Genau, besonders bei wichtigen Dokumenten. Ich habe schnell entschieden, das war vielleicht ein Fehler, Es ist okay, Fehler passieren. aber wir können daraus lernen. Ja, das ist das Wichtigste. Lass uns in Zukunft unsere Ideen früher teilen. Das finde ich gut. Vielleicht können wir kurze Meetings machen. Ja, das hilft uns, Missverständnisse zu vermeiden. Und wir bleiben auf dem gleichen Stand. Genau, dann gibt es weniger Überraschungen. Ich werde meine Nachrichten auch öfter überprüfen. Das ist eine gute Idee.
Und ich frage dich vorher, wenn ich etwas ändere. Perfekt, so arbeiten wir besser zusammen. Der Bericht ist jetzt zwar besser geworden. Ja, das stimmt. Aber nächstes Mal machen wir es gemeinsam. Damit bin ich absolut einverstanden. Ein Gespräch mit dem Chef. Hallo, können wir uns kurz ungestört unterhalten? Ja, natürlich, worum geht es genau? Ich möchte gerne über meine Zukunft im Unternehmen sprechen. Das klingt wichtig. Erzähl mir mehr. Ich würde gerne in eine andere Abteilung wechseln. In welche Abteilung möchtest du denn gehen? Ich interessiere mich sehr für die Marketingabteilung. Das ist ein spannender Bereich. Ja, ich finde die Arbeit dort sehr kreativ. Das passt auch gut zu deinen Fähigkeiten. Genau, deshalb möchte ich mich dort weiterentwickeln. Es gibt aber ein kleines Problem. Welches Problem meinst du? Du bist im Moment sehr wichtig für unser aktuelles Projekt. Das verstehe ich natürlich. Ohne dich wäre es schwierig, alles rechtzeitig fertig zu machen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, beides zu kombinieren? Im Moment ist das leider nicht möglich. Okay, das ist schade. Wir können aber später darüber sprechen. Wann wäre ein guter Zeitpunkt? Nach dem Abschluss dieses Projekts. Das klingt fair. Dann können wir deinen Wechsel besser planen. Ich möchte das Team nicht in Schwierigkeiten bringen. Das zeigt, dass du sehr verantwortungsvoll bist. Mir ist das Team wirklich wichtig. Diese Einstellung schätze ich sehr. Dann bleibe ich jetzt hier und arbeite weiter. Das freut mich sehr. Ich gebe weiterhin mein Bestes. Sich krank melden. Hallo, können wir bitte ganz offen miteinander sprechen? Natürlich. Was ist denn bei dir los? Ich fühle mich in letzter Zeit sehr müde und erschöpft. Danke, dass du das ehrlich sagst. Es ist nicht nur heute so, sondern schon seit Wochen. Das klingt wirklich anstrengend. Ja, ich habe oft keine Energie mehr. Fühlst du dich auch nach dem Schlaf müde? Ja, genau das ist das Problem. Das kann ein Zeichen von Erschöpfung sein. Ich glaube, es ist mehr als nur normale Müdigkeit. Seit wann fühlst du dich so? Ich denke seit ungefähr 2 Monaten. Das ist eine lange Zeit. Ja, und es wird langsam schwieriger im Alltag. Kannst du dich noch gut konzentrieren? Nicht immer, manchmal fällt es mir schwer zu arbeiten. Das ist ein wichtiges Signal. Ich habe auch weniger Motivation als früher. Dann solltest du unbedingt etwas ändern. Was würdest du mir empfehlen? Du solltest dir ein paar Tage frei nehmen. Einfach komplett pausieren? Ja, dein Körper braucht Ruhe. Das klingt sinnvoll. Vielleicht auch weniger Stress im Alltag. Ja, ich muss besser auf mich achten. Lass uns gemeinsam einen Plan machen. Das wäre wirklich hilfreich. Wir schauen, was dir gut tut. Ja, das klingt nach einer sehr guten Idee. Ein neues System. Hallo, hast du gerade einen kurzen Moment für mich? Ja, was gibt es denn Neues? Ich habe eine Idee, um unser Arbeitssystem zu verbessern. Das klingt interessant. Erzähl mir mehr. Im Moment verlieren wir viel Zeit mit langen E-Mails. Ja, manchmal sind die Nachrichten wirklich zu lang. Und oft sind wichtige Informationen schwer zu finden. Das stimmt. Ich muss oft lange suchen. Deshalb habe ich eine Alternative im Kopf. Okay, ich bin gespannt. Wir könnten ein gemeinsames Aufgabenbrett nutzen. Was genau meinst du damit? Alle Aufgaben stehen an einem Ort und jeder sieht den Status. Ah, das klingt übersichtlich. Genau, wir sparen Zeit und arbeiten strukturierter. Das wäre wirklich hilfreich im Alltag. Außerdem gibt es weniger Missverständnisse. Ja, das passiert bei E-Mails oft.
Jeder weiß dann, was zu tun ist. Das gefällt mir. Es gibt nur ein kleines Problem. Welches meinst du? Neue Systeme brauchen Schulungen. Und Schulungen kosten Geld. Das stimmt, aber die Kosten sind nicht sehr hoch. Dann sollten wir vorsichtig anfangen. Ja, vielleicht mit nur einem Team. Das ist eine gute Idee. So können wir testen, ob es funktioniert. Und wir sehen schnell die Ergebnisse. Sollen wir eine Probezeit machen? Ja, das klingt sinnvoll. Vielleicht 2 Monate? Perfekt, das ist ein guter Zeitraum.